Der Preis für Gold hat sich seit 2018 fast verdreifacht. Allein innerhalb eines Jahres ist der Goldpreis in Euro um rund 30% gestiegen. Zwar hat er seit Mai dieses Jahres wieder leicht nachgegeben, doch mit aktuell knapp unter 2.900 Euro pro Unze liegt er weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Nicht weit vom historischen Höchststand von knapp über 3.000 Euro entfernt. Angesichts der deutlichen Preissteigerung in den letzten 7 Jahren und des bereits erreichten Niveaus fragen sich viele Anleger, ob sich der Kauf von Gold überhaupt noch lohnt oder ob man sich besser nach Alternativen umsehen sollte. In diesem Video schauen wir uns an, welche Faktoren den Goldpreis nach oben oder nach unten treiben und wie sich die Preise für alternative Rohstoffe wie Silber oder Platin entwickeln können. Macht es euch bequem und wir legen los. Wenn wir über Alternativen zu Gold sprechen, müssen wir uns zunächst klar machen, was wir mit einer Alternative überhaupt meinen und welche Zwecke wir mit dem Kauf verfolgen. Will ich langfristig investieren, mich gegen bestimmte Risiken absichern oder kurzfristig Gewinne erzielen? Preisprognosen für Edelmetalle sind grundsätzlich schwierig. Was wir tun können, ist bestehende Trends analysieren und daraus eine mittelfristige Entwicklung ableiten. Gold wirft, anders als Anleihen oder Aktien, keine laufenden Erträge ab. Sein industrieller Nutzungsanteil ist mit rund 10% sehr gering. Das unterscheidet Gold deutlich von Platin oder Silber. Im Umkehrschluss bedeutet das, die Preisentwicklung von Gold hängt kaum von konjunkturellen oder strukturellen Entwicklungen in einzelnen Branchen ab. Stattdessen gilt Gold seit Jahrtausenden als sicherer Hafen. Ob dieser Ruf immer gerechtfertigt ist, steht auf einem anderen Blatt, denn auch der Goldpreis kann deutlich fallen. Aber dieses Image sorgt dafür, dass Gold vor allem in Zeiten hoher Unsicherheit und mangelnden Vertrauens stark nachgefragt wird. Die Gründe für den aktuellen Anstieg des Goldpreises sind vielfältig. Der erste deutliche Sprung nach einer längeren Seitwärtsphase erfolgte 2019. Auslöser war eine geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank. Die Angst vor einer Konjunkturabkühlung, ausgelöst durch den eskalierenden Handelskrieg mit China, veranlasste die Fed im Juli 2019 erstmals seit der Finanzkrise die Leitzinsen wieder zu senken. Einen weiteren kräftigen Schub erlebte der Goldpreis 2022 mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Der Krieg in Europa war nicht nur ein geopolitischer, sondern auch ein massiver wirtschaftlicher Schock. Die Energiepreise explodierten. Ängste vor einer anhaltenden Inflation machten sich breit. Sanktionen und Gegensanktionen sorgten für enorme Verunsicherung. In den nachfolgenden Jahren haben sich weder die geopolitische Instabilität noch die wirtschaftliche Lage wesentlich entspannt. Der Krieg in Gaza ist ausgebrochen. Handelsschiffe im Roten Meer wurden und werden angegriffen. Und der Krieg in der Ukraine dauert immer noch an. Hinzu kam ein verschärfter Handelskonflikt, Sorgen um strukturelle wirtschaftliche Probleme und vielleicht am wichtigsten das wachsende Gefühl, dass sich die Welt gerade grundlegend verändert. Sogar festgeglaubte militärische Allianzen wurden zeitweise in Frage gestellt. Das führte zu einer sehr starken Verunsicherung und die Investoren griffen vermehrt zu dem, was viele strukturelle Umbrüche überlebt hat, zum Gold. Dies befeuerte den Goldpreis. Ob sich das Blatt wieder wendet, ist unklar. Einerseits haben sich Anleger an die schlechten Nachrichten gewöhnt und nehmen viele Meldungen nicht mehr so dramatisch wahr. Andererseits ist es fraglich, ob wirklich alle negativen Szenarien bereits eingepreist sind. Die Diskussionen über neue Zölle reißen nicht ab. Fast täglich wird berichtet, gegen welches Land der US-Präsident Einfuhrzölle erhöht oder gesenkt hat. Die Unsicherheit bleibt hoch und viele Unternehmen wissen nicht, auf welche Rahmenbedingungen sie sich in den kommenden Monaten einstellen müssen. In so einem Umfeld ist es extrem schwierig, Investitionen zu planen. Auch für Anleger ist die Lage derzeit unklar. Der US-Dollar galt jahrzehntelang als sicherer Hafen. Durch diese Gewissheit bröckelt spürbar. Die Staatsverschuldung der USA ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Eine Krise jagt die nächste und offenbar sah keine Regierung die Notwendigkeit, sich danach noch mit solchen lästigen Dingen wie Haushaltskonsolidierung zu befassen. Zwar erzielt die US-Regierung durch Zölle aktuell beträchtliche Einnahmen, doch es bleibt offen, welche mittelfristigen Auswirkungen diese auf die US-Wirtschaft und damit auch auf den Staatshaushalt haben werden. Eine deutliche und nachhaltige Verbesserung der Staatsfinanzen ist derzeit nicht in Sicht. Der Euro ist momentan noch weit davon entfernt, eine echte Alternative zum US-Dollar zu sein. Die europäische Politik ist zwar nach wie vor vergleichsweise berechenbar, doch auch in Europa ist die Staatsverschuldung hoch, mit klar steigender Tendenz. Hinzu kommen strukturelle Probleme und eine zunehmende politische Polarisierung. Unsere Finanzmärkte sind weiterhin stark fragmentiert und Europa bietet internationalen Investoren immer noch keine wirkliche Alternative zu US-Treasuries. Zumindest nicht im ausreichenden Volumen und mit vergleichbarer Liquidität. Wenn also die USA als sicherer Hafen ausfallen und Europa aus verschiedenen Gründen ebenfalls nicht überzeugt, bleibt nicht mehr viel übrig und so flüchten viele Investoren aus schlichter Alternativlosigkeit in Gold. Die Investmentnachfrage nach Gold sowohl in Form von ETFs als auch von Baren und Münzen ist im zweiten Quartal um 78% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wie aktuelle Zahlen des Branchenverbands World Gold Council oder kurz WGC zeigen. Ausschlaggebend für diesen Anstieg waren vor allem ETF-Käufe.
während die Nachfrage nach Waren und Münzen weitgehend stabil blieb. Haupttreiber dieses starken Zuwachses bei ETF-Investitionen waren insbesondere die unsichere globale Handelspolitik und geopolitische Turbulenzen. Trotz dieses steilen Anstieges der Investmentnachfrage im vergangenen Quartal spricht einiges für eine Verlangsamung des weiteren Preisanstiegs. Die Zentralbanknachfrage, die in den vergangenen Jahren einer der wichtigsten Treiber des Goldpreises war, geht zurück. Mit 166 Tonnen lag sie ein Fünftel unter dem Vorjahreswert und ein Drittel unter dem Niveau des ersten Quartals. Seit 2022 haben Zentralbanken ihre Goldreserven in einem Umfang aufgestockt, wie es seit über 50 Jahren nicht mehr vorgekommen ist. 3 Jahre in Folge kauften sie laut WGC jeweils mehr als 1000 Tonnen. Besonders aktiv waren dabei Notenbanken aus Schwellen- und Transformationsländern, allen voran China, Indien, Kirgisistan und Usbekistan, aber auch kleinere europäische Länder wie Polen oder Tschechien. Auch in diesem Jahr planen die meisten Zentralbanken ihre Goldbestände weiter auszubauen. Allerdings dürfte das Tempo etwas nachlassen. Die WGC-Experten rechnen für das laufende Jahr mit einer rund um 230 Tonnen geringeren Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr. Das dürfte zwar die grundsätzliche Preisrichtung nicht ändern, jedoch die Dynamik des Anstiegs bremsen. Ein weiterer Faktor ist die Nachfrage nach Goldschmuck, die im ersten Halbjahr dieses Jahres weltweit deutlich zurückgegangen ist. Am stärksten zeigt sich dieser Rückgang in China, Indien und vielen anderen asiatischen Ländern. Auch in Europa und den USA ist ein Rückgang zu verzeichnen, allerdings nur im einstelligen Prozentbereich. Offenbar ist vielerorts die Preisgrenze erreicht, die private Haushalte bereit sind, für Goldschmuck zu zahlen. Hinzu kamen Sorgen über eigene Einkommensaussichten, ausgelöst vor allem durch den verschärften Handelskonflikt mit der neuen US-Administration. Die US-Investmentbank Goldman Sachs prognostiziert bis Mitte 2026 einen Anstieg des Goldpreises auf rund 4.000 US-Dollar, von aktuell etwa 3.350 US-Dollar je Unze. Stand Mitte August 2025. Das entspreche einem Zuwachs von knapp 20% in einem Jahr. UBS rechnet mit einem Anstieg auf 3.500 US-Dollar bis Jahresende und einer anschließenden Stabilisierung auf diesem Niveau. Es gibt jedoch auch kritischere Stimmen. Die Rohstoffexperten von Citi gehen davon aus, dass der Goldpreis seinen Höhepunkt bereits erreicht hat und bis zum zweiten Halbjahr 2026 deutlich sinken wird. In ihrem aktuellen Quartalsausblick prognostizieren sie einen Rückgang auf 2.500 bis 2.700 US-Dollar je Unze bis Ende nächsten Jahres. Auch wenn die Zentralbanken aus strategischen Gründen wohl auch in den kommenden Jahren weiter Gold kaufen werden, könnte eine Stabilisierung der geopolitischen oder wirtschaftlichen Lage zu einer sinkenden Nachfrage führen, vor allem bei ETF-Investoren. Auch Gewinnentnahmen sind möglich. Die Goldanfrage aus der Schmuckindustrie ist schon jetzt deutlich rückläufig. Auch wenn der Goldpreis dieses Jahr noch weiter steigen wird, das Tempo des Anstiegs wird sich voraussichtlich verlangsamen und im kommenden Jahr könnte der Preis möglicherweise sogar sinken. Und wie sieht es mit Alternativen aus, vor allem Platin und Silber? Fangen wir mit Platin an. Platin ist deutlich seltener als Gold, besitzt jedoch nicht dessen über Jahrtausende gewachsenes Image als sicherer Wertspeicher. Zwar wird es wie Gold auch in der Schmuckindustrie eingesetzt, doch ist Platin wesentlich stärker von der Industrie abhängig. Die Anteile variieren zwar vom Jahr zu Jahr, aber grob stammen rund 40% der Nachfrage aus der Automobilbranche, vor allem für Dieselkatalysatoren, teils aber auch für Benzinkatalysatoren, etwa ein Viertel aus anderen Industriebereichen und nur rund ein Viertel aus der Schmuckindustrie. Das zeigt, Einsatz und Nutzen beider Edelmetalle unterscheiden sich grundlegend und damit auch die Faktoren, die ihre Preise bewegen. Gold reagiert kaum auf Konjunkturzyklen und wird in den Krisenzeiten sogar stärker nachgefragt. Platin hingegen ist als Industriemetall konjunkturanfälliger und eng mit der Automobilbranche verknüpft. Sinkt der Absatz von Verbrennungsmotoren, spürt das der Markt. Gleichzeitig bietet Platin Zukunftschancen. In Wasserstofftechnologien wie Brennstoffzellen und Elektrolyseuren ist es ein zentrales Material. Durch die Verbreitung von Wasserstoff steckt noch in Kinderschuhen. Selbst wenn es eines Tages Diesel, Gas und Kerosin ersetzen wird, muss bis dahin noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen. Im vergangenen Jahr hat Platin sogar eine steilere Rallye hingelegt als Gold. Innerhalb von 12 Monaten stieg der Preis um über 40%. Der stärkste Anstieg erfolgte zwischen Mai und Juli, als der Kurs von 855 Euro auf 1266 Euro kletterte. Anschließend fiel er auf rund 1140 Euro und bewegt sich seither in dieser Spanne. Wie sich der Preis weiterhin entwickeln wird, ist offen. Laut World Platinum Investment Council dürfte das gesamte Platinum-Angebot 2025 um 4% gegenüber dem Vorjahr sinken. Es wäre das dritte Jahr in Folge, in dem die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Dieses Angebotdefizit ist kurzfristig schwer zu beheben und dürfte die Preise im laufenden Jahr stützen. Auf der Nachfrageseite versucht die Schmuckindustrie den Platinanteil zu erhöhen. Die höheren Goldpreise belasten die Margen vieler Juweliere, da er potenzielle Käufer abschreckt. Kunden verzichten häufiger auf Goldschmuck oder greifen zur Legierung mit geringerem Goldanteil. Platin ist seit Jahren günstiger als Gold, genießt jedoch ein exklusives Image und lässt sich entsprechend vermarkten. Laut World Gold Council sank die Goldanfrage im Schmucksektor
in den ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 21%, während die Nachfrage nach Platin um 26% zunahm. Auch die Investmentnachfrage legte im laufenden Jahr zu. Die industrielle Nachfrage entwickelt sich dagegen schwächer. Besonders die Glasindustrie verzeichnete 2025 einen starken Rückgang. Auch die chemische Industrie meldete sinkende Nachfrage. Diese Rückgänge sind vor allem zyklischer Natur, sodass mittelfristig eine Erholung wahrscheinlich ist. Der wichtigste Absatzmarkt für Platin bleibt jedoch die Automobilindustrie. Hier vor allem die Abgaskatalysatoren für Dieselmotoren. Da der Absatz von Dieselfahrzeugen seit Jahren rückläufig ist und sich dieser Trend fortsetzen dürfte, wird die Nachfrage aus diesem Segment mittel- bis langfristig weiter sinken. Für 2025 wird ein Rückgang um rund 2% erwartet. Die zunehmende Verbreitung von Wasserstofftechnologien könnten diesen Rückgang langfristig teilweise ausgleichen. Doch bis dahin wird es noch dauern. Kurzfristig dürfte die industrielle Platin-Nachfrage spürbar unter Druck bleiben, mit entsprechendem Einfluss auf den Preis. Wie sich die Nachfrage nach Platin aus der Schmuck- und vor allem der Investmentindustrie mittelfristig entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Entscheidend werden dabei vor allem die Entwicklung des Goldpreises sowie die allgemeine geopolitische und wirtschaftliche Lage sein. Viele Analysten halten den Platinpreis bereits jetzt für überzogen. Nun kommen wir zum Silber. Silber wird ähnlich wie Platin stark in der Industrie eingesetzt, ist jedoch weniger abhängig von einzelnen Branchen. Etwa die Hälfte der weltweiten Nachfrage stammt aus den Bereichen wie Solarenergie, Elektronik, Chemie und Medizin. Rund ein Viertel aus Schmuck und Besteck und der Rest aus Investment. Silberschmuck unterscheidet sich allerdings deutlich von Gold- oder Platinschmuck. Während Goldschmuck und teilweise auch Platinschmuck in vielen Ländern vor allem als Form der Absicherung und Wertaufbewahrung gilt, wird Silberschmuck in den meisten Märkten stärker als Konsumgut wahrgenommen. Diese Struktur macht Silber besonders empfindlich gegenüber Konjunkturzyklen. Aktuell profitiert es jedoch stark von der Energiewende, insbesondere vom Ausbau der Photovoltaik. Dieser Trend könnte noch längere Zeit anhalten. Kurz zur Preisentwicklung. Der Silberpreis ist in den vergangenen 12 Monaten um fast 40% gestiegen, liegt mit derzeit rund 33 Euro pro Unze, aber weiterhin deutlich unter dem Niveau von Gold. Der anhaltende Ausbau erneuerbarer Energien und die starke Nachfrage nach Solartechnologie könnten die Nachfrage nach Silber auch in den kommenden Jahren stützen. Hinzu kommt, dass Silber ebenfalls als Investmentmetall gilt und im historischen Vergleich zum Goldpreis aktuell günstig erscheint. Das könnte zusätzliche Anleger anlocken. Insgesamt spricht einiges für eine positive Nachfrageentwicklung bei Silber auf mittlere Sicht. Aber Vorsicht, keine Preisentwicklung ist in Stein gemeißelt. Eine Rezession oder schwaches globales Wachstum könnte die Nachfrage aus Elektronik, Chemie und Solarsektor kurzfristig deutlich bremsen. Auch ein deutlicher Zinsanstieg, der im Moment nicht zu erwarten ist, könnte sich negativ auf die Nachfrage nach Silber auswirken. Fazit: Gold bleibt einzigartig, wenn es um Werterhalt in unsicheren Zeiten geht. Es ist kaum von der Konjunktur abhängig, genießt seit Jahrtausenden Vertrauen und dient vor allem als Absicherung, nicht als Industriewerkstoff. Platin und Silber können diesen Status nicht ersetzen, bieten aber eigene Chancen. Platin ist seltener als Gold und derzeit günstiger. Es profitiert teils von Substitutionseffekten im Schmuckbereich und könnte langfristig von neuen Technologien wie Wasserstoff profitieren. Kurz- bis mittelfristig bremst jedoch die sinkende Nachfrage aus der Automobilbranche mit entsprechend höheren Preisschwankungen. Silber ist breit in der Industrie gefragt, vor allem in Zukunftstechnologien wie Photovoltaik. Im Vergleich zum Gold wirkt das günstig und hat zuletzt stark zugelegt. Dennoch ist es hochvolatil und ein klarer, langfristiger Aufwärtstrend ist bei Silber nicht erkennbar, was Silber zu einer eher spekulativen Anlage macht. Ähnliche Preise für Silber wurden bereits 1980 und 2011 erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.